Kauf auf eigene Gefahr. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. Was ist hier passiert? Sieht nach einem Mord aus. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Der Typ ist doch nicht tot, der tut doch nur so. Everybody stay back. Let's do our job. Das ist alles nur rote Farbe. So, wir sollen jetzt hier den Tatort absuchen. Und da vorne sehe ich schon was aufblinken. Was ist das denn? Patronenhülsen. Shell cases. These look like 32s. Ja, das erkenne ich natürlich auch sofort, dass das 32er Patronenhülsen sind. Die Fingernägel hat der Phelps auf jeden Fall ordentlich und akkurat geschnitten. So. Ja, Patronenhülsen. Damit wurde wohl die Leiche erschossen. Mit diesen Patronen. Wie viele sind das? 5 Stück scheinen das gewesen zu sein. 5 Schüsse wurden wohl aufs Opfer abgefeuert. So, und dann schauen wir uns jetzt mal die Leiche an. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. So einfach ohne Handschuhe wird die angepackt, problemlos. Das war in den 40er Jahren wohl noch anders. So, wir sollen die Arme und die Tasten, also die Taschen sollen wir abtasten und die Arme und den Kopf untersuchen. Gucken wir da erstmal den Kopf an. Fällt mir bis auf die rote Farbe, den Ketchup, hier nichts auf. Sieht ganz normal aus, hat 2 Ohren, eine Nase und 2 Augen. Liebe Spürnasen, mehr kann ich da leider nicht deuten. So, wollen wir in die Tasche gucken. So, hier. Mal reingeschaut. Was haben wir denn hier? Cigaletta. Apartment 5. 11018 South Broadway. Perlenohrringe. 52,50. Getätigte Zahlung. Ratenzahlungsbeleg Nummer 01786. It's a dead person. Cigaletta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Interessant. Ob das wohl was mit dieser Ratenzahlung zu tun hat? Für Cigaletta? Naja. Auf jeden Fall ist dies ein Hinweis, ich denke mal ein wichtiger. So, und jetzt gucken wir noch in die andere. Hat der hier auch noch eine Tasche, der Bursche? Scheint nichts drin zu sein, oder? Nee, ist nichts drin. So, dann gucken wir uns noch die Arme eben an. Hier ist mal den linken Arm, beziehungsweise seinen rechten. Links von uns. Sehe ich jetzt auch nichts Auffälliges oder so. Scheint alles in Ordnung mit dem Arm zu sein. Dem armen Kerl hier. Armer Bursche, der da liegt. Hat aber noch beide Arme dran und an denen ist nichts Auffälliges. Naja. Gut. Gucken wir weiter. Liegt hier sonst noch was? Uns mit dem unterhalten? What now? We'll keep the witnesses on ice until you're ready, Cole. Why don't you have a look around? Gucken wir mal den Mülleimer. Da, ja, da wackelt's auch. Eine Pistole. Nur was für eine Pistole? Die wollen wir uns auf jeden Fall mal näher angucken. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Das dürfte die Mordwaffe sein. Will ich mal behaupten, ich finde es ein bisschen peinlich, dass die ganzen Mörder ihre Waffen immer direkt am Tatort hinterlassen. Wer ist denn schon so doof, ja?
Aber was will man machen? Uns macht das natürlich die ganze Sache nur einfacher. Wird eingepackt, die Knarre. So, und dann können wir uns hier vielleicht noch mit wem unterhalten. Ich sehe jetzt auch sonst hier nichts Großartiges mehr. Keine weiteren Hinweise. Dann unterhalten wir uns hier mal. This is a secure area. You all need to leave. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Die Zeugen hier können wir aber nicht befragen, offensichtlich. Dem können wir nicht reden. Schönen guten Tag. Bitte entfernen Sie sich von diesem Ort. Ach, da ist er ja weg. Hat er sogar auf mich gehört? Ach, lustig, wie der da über die Leiche steigt. Ah, mit ihm können wir quatschen. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Ein Mädchen im Schuhladen? Eine Augenzeugin? Die wollen wir natürlich mal befragen. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Oh, und jetzt beginnt wohl ein Schlüsselelement des Spiels, denn das Deuten von Gestiken und Mimiken ist wirklich wichtig in L.A. Noire. Wir müssen entscheiden, ob die Leute die Wahrheit sagen, lügen oder was auch immer. Und dann gehen wir mal jetzt zu Nanbash. Shoes for, was steht auf dem Schild? Men. Männerschuhe gibt's hier. Ah, unser Hauptcharakter, der Phelps, braucht wohl keine neuen Latschen, aber mit der Zeugin wollen wir uns mal unterhalten. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Clovis Galleta. Clovis Galleta. Augenbraun, Alter 27, Haare braun, weiblich, Schuhverkäuferin, Augenzeugin des Mordes an Everett Gage. Jetzt können wir erstmal die Beweise durchsuchen nochmal, oder was? Aha, Fragen können wir dir jetzt stellen. Augenzeugenbericht, dann wollen wir dir mal eine Frage stellen. So. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, wähle Lüge, um einen Zeugen der Lüge zu beschuldigen, musst du einen Beweis vorlegen. Drücke Dreieck, um den Zeugen der Lüge zu beschuldigen. Ja, lügt die Frau jetzt? Das ist natürlich wirklich, wirklich schwer zu sagen. Also die dreht ja schon viel mit den Augen rum. Die wirkt sehr aufgedreht, wenn man sich das mal anguckt. Schluckt auch häufig und so. Ich will es einfach mal probieren. Ich glaube, die lügt. You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ah, jetzt brauchen wir einen Beweis für die Lüge. Wähle das Beweisstück aus. Wähle Ratenzahlungsbeleg als Beweis. Ja, das ist ja einfach. Müssen wir nicht mal gucken, was der Beweis ist. Beleg für Perlenohrringe, ausgestellt von der Bank of Acadia an C. Galleta. Ratenzahlungsbeleg. Your pearl earrings, Miss Galleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other.
Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Ja, okay. Also, Everett Gage ist da wohl umgekommen. Ich denke mal, das war jetzt auch die Wahrheit, die sie erzählt hat, nachdem wir sie der Lüge bezichtigt haben. Und es ging ja wohl nur um Klunker. Um die komischen Perlenohrringe. Und deswegen verschweigt sie der Polizei etwas. Unverschämt, Clovis Galletta. Jetzt befragen wir sie mal zum möglichen Mordverdächtigen. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Callu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, du es aber nicht beweisen kannst, wähle anzweifeln. Drücke Viereck, um die Aussage in Zweifel zu ziehen. Wollen wir jetzt mal einfach machen, wenn das jetzt ein Tipp ist, ist vielleicht auch die Wahrheit. Also, ein wahrer Tipp. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Ah, ein mögliches religiöses Motiv. Interessant. Mr. Gage hat also Juden gehasst und wahrscheinlich ist der Mann aus dem Juweliergeschäft ein Jude. Dann erzählen Sie uns doch noch ein paar Details zur Schießerei, Mrs. Galletta. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Ja, das wird wohl wahr sein, dass es einige waren. Immerhin wurden 5 Schüsse abgefeuert, wie wir an den Patronenhülsen schon gesehen haben. Deswegen wird es die Wahrheit sein. Vielleicht kann sie uns dazu noch mehr erzählen. Und hier können wir auch Intuition einsetzen. Das will ich jetzt aber noch nicht machen. Was ist das denn? L2. Ach komm, probieren wir es mal aus. L1 Intuition. Der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. Du musst beim PlayStation Network angemeldet sein, um das Feature Community-Fragen benutzen zu können. Eine Antwort entfernen. Wir haben einen Intuitionspunkt frei. Probieren wir es mal aus einfach. Aha. Also entweder anzweifeln oder die Wahrheit. Ich würde sagen, wir nehmen Wahrheit. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Das will ich für Sie hoffen, Miss Galletta, sonst geraten Sie nämlich hier in ernste Schwierigkeiten. Ich sag Ihnen das doch mal im vertraulichen Gespräch, liebe Dame. Ja? Ja, gucken Sie ruhig runter und heulen Sie ruhig weiter. Das bringt alles nichts. Tschüss. Ich verabschiede mich. Tschüss. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, dann wollen wir mal zum Juwelier Hartfields aufbrechen und dort mit Edgar Kellu ein ernstes Wörtchen reden. Dann wollen wir da hinbrausen.
Juwelier Hartfields. Juweliergeschäft. Arbeitgeber des verdächtigen Edgar Kalou. Am Source Broadway. Müssen wir irgendwie drehen am besten. Wie sieht's denn aus hier? Ach du Kacke, ey. Ist ja gar nicht so einfach hier zu drehen. Uiuiui, hätte ich beinahe ein Blatt gefahren. Einmal zurücksetzen und jetzt hier, los geht's. So, dann machen wir die Sirene an, damit wir hier auch eiskalt bei Rot drüber brettern können. Dann haben wir keine Zeit hier zu halten. Die Sendezeit ist knapp. So, fahren wir hier lang. Vielleicht sollte ich mal vorher auf die Karte schauen. Die Stadt ist auf jeden Fall ziemlich cool gehalten. Ui. Ich hau mal lieber ab. Ich bin gerade tatsächlich hinten drauf gefahren. Es tut mir ja leid. Oh, scheiße. Da vorne ist der Waffenladen. Da müssen wir hin. Ja, Stadt aber recht schön und lebendig designt, muss ich mal sagen. Hier auch überall die Schilder. Das ist auf jeden Fall sehr detailliert. Ich mache mal gerade die Sirene aus, damit man mich überhaupt verstehen kann. Keep L.A. safe. Drive safely. So, hier scheint's... Parken wir mal einfach hier. Mal gucken, wo das Juweliergeschäft ist. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich werde jetzt mal ein bisschen rennen, damit das was schneller geht. Oh, tut mir leid. Oh, sorry. Hartfields Juweliergeschäft. 1:50 Uhr. Hier sind wir richtig, oder? Diamonds. Ich habe gehört, Diamonds are the girl's best friends. We pay cash. So, dann gehen wir mal rein in den Laden. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No. Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Dann beeilen Sie sich mal etwas. Ach, Son of a bitch! Go, Cole, go! der hat uns tatsächlich verarscht, der Penner. Dann wollen wir schnell hinterher. Mr. Kalou, bleiben Sie stehen. Sie widersetzen sich hier der Polizei. Seien Sie nicht dumm. Kalou, get back here! Scheiße. Wow. Zum Glück haben wir da keinen Zivilisten getroffen. Das wäre wahrscheinlich übel geendet. Ach, scheiße, dieser Penner. Bleib stehen, Kalou, du Hund. Too late, Kalou! Kacke. Ja, hinter ihm her. Und jetzt aber. Stop or I will shoot! Vollidiot. Edgar Kalou, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man.
You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Mr. Kalu. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. So, da wollen wir den Typen jetzt mal ausquetschen. Den Besitzer des Juweliergeschäfts und Mordverdächtiger. Edgar Kalu, braun. Die Augen, Alter 39 und die Haare sind ebenfalls braun. Und er ist natürlich männlich. Ich habe auch noch nie eine Frau getroffen, die Edgar heißt. Naja. Streit mit Gage wäre unsere erste Frage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Du musst beurteilen, ob sie die Wahrheit sagen oder lügen. Also, ich glaube, bei dieser Frage lügt er, denn er wurde ja schon identifiziert von der Schuhverkäuferin. Insofern gehe ich jetzt mal das Risiko ein und setze Lüge ein. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. So. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Aha, es war wohl ein religiöses Motiv, wie wir auch schon vermutet haben. Dann fragen wir das nochmal eben, den guten Edgar. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Ich glaube, hier setze ich mal eben Intuition ein. Mal wieder. Eine Antwort entfernen. Ob er die Wahrheit sagt, ich zweifle das mal an. Ist echt cool, wie die Gestik und Mimik gemacht haben. Das muss ich echt sagen. Also man sieht wirklich, dass da Schauspieler mitgewerkelt haben. Ach Mist, und jetzt weiß ich wieder nicht. Ich zweifle an. Ha! You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Ja, das scheint wohl erfolgreich gewesen zu sein. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Na, das klappt doch schon ganz gut mit dem Karriereaufstieg. Gut gemacht, Phelps.
Bin erstaunt, dass wir das so gut hingekriegt haben. Na also, Los Angeles Police Department, Tauglichkeitsbericht des Officers. Der Officer zeigt solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Hätte ich ja nicht gedacht. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung.